Bereits zum 3. Mal veranstaltet die Stabsstelle Chancengerechtigkeit und Diversität die Diversity Days. In diesem Jahr an gleich 2 Tagen. Am 1. ging es um Inklusion und Diskriminierungsschutz, am 2. um Frauen in Naturwissenschaften und Mathematik. Juniorprofessorin Elena Rektsee steht selbst noch am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere und freut sich darauf, ihre Erfahrungen zu teilen. Am meisten fasziniert haben mich die Role Models, die ich so hatte damals. Also gerade während des Studiums, aber vor allen Dingen mehr noch eigentlich während der Doktorarbeit, haben mich Frauen einfach super inspiriert, die neben der wissenschaftlichen Karriere auch Kinder hatten. Und ja, das hat einem einfach irgendwie aufgezeigt, okay, es ist einfach alles möglich. Also wenn man da Beispiele kennt, fällt einem das sehr viel leichter, sich das vorzustellen, auch in den Bereich zu gehen. Und ja, dadurch, dass ich jetzt eher in dieser Role Model Position bin oder langsam reinkomme, freue ich mich, das auch zurückzugeben oder das den Nächsten weiterzugeben. Am Life and Medical Sciences Institute, kurz LIMES, forscht die Juniorprofessorin an Stoffwechselprozessen und ist auch in der Lehre eingebunden. Doch auf dem Weg dorthin ist auch sie auf Herausforderungen gestoßen. Definitiv Familie. Also ich bin jetzt mit meinem 2. Kind schwanger, habe mein erstes Kind am Ende von der Doktorarbeit bekommen, was ganz gut vom Timing gepasst hat, aber dann mit einem Baby in ein neues Land, also ich habe den Postdoc dann im Ausland gemacht, rüberzugehen nach der Elternzeit, anzufangen in einem neuen Land, neues Feld, in der Corona-Pandemie. Das hätte einfacher sein können. Aber ja, man geht gestärkt raus. Und genau das soll auch das bunte Programm der Diversity Days stärken. In Vorträgen, Workshops, aber auch auf dem Markt der Möglichkeiten soll für die Bedürfnisse anderer sensibilisiert und gleichzeitig über Hilfsangebote informiert werden. Warum das im universitären Kontext besonders wichtig ist, betont Professor Karim Ferraidoni von der Ruhr-Uni Bochum in seinem Vortrag. Wir konnten anhand unserer Forschung feststellen, dass die Folgen von Diskriminierung sich beziehen auf die Lebenszufriedenheit von Studierenden. Also Studierende, die von Diskriminierung betroffen sind, sind weniger mit ihrem Leben zufrieden. Es wirkt sich negativ auf die Studienzufriedenheit aus, im Vergleich zu Studierenden, die nicht diskriminiert werden. Und Diskriminierung führen auch dazu, dass Studierende ihre Leistungen nicht unter Beweis stellen können, im Gegensatz zu Studierenden, die nicht von Diskriminierung betroffen sind. Doch das sind nicht die einzigen Gründe, die der Sozialwissenschaftler anführt, warum gerade Universitäten mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Unsere Gesellschaft wird immer zunehmend diverser werden. Wir können nicht mehr so tun, als ob wir in einer homogenen Gesellschaft leben. Das heißt, wir müssen uns mit Diversitätssensibilität auseinandersetzen. Bei den unter 5-Jährigen beispielsweise besitzen 70% einen sogenannten Migrationshintergrund, unterschiedliche Migrationshintergründe. Und deswegen müssen wir uns mit unterschiedlichen Ungleichheitsstrukturen auseinandersetzen, sexuelle Vielfalt, sexuelle Identitäten wahrnehmen. Und wir als staatliche Institution haben nochmal eine besondere Aufgabe, gegen Diskriminierung vorzugehen. Wir müssen Spiegelbilder unserer Gesellschaft werden, das sind wir noch nicht. Und dazu trägt nämlich Diversitätssensibilität bei, dass wir tatsächlich alle Menschen mitnehmen, weil wir einen gesellschaftlichen Auftrag haben und da ist Diskriminierungsschutz. Die Uni Bonn möchte dem mit 5 strategischen Schwerpunkten gerecht werden: Bildungsgerechtigkeit, Familiengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Teilhabe sowie Schutz vor Diskriminierung. Ja, wir setzen uns ja sehr für die Vielfalt an der Universität ein und es ist sehr wichtig, das Thema Diversität sichtbar zu machen. Und dafür sind die Diversity Days einfach eine sehr gute Gelegenheit. Der Schwerpunkt auf Frauen in den Naturwissenschaften ist natürlich kein Zufall. Wie wir alle wissen, ist es ein großes Anliegen vom Rektorat, den Anteil der Professorinnen an der Universität zu erhöhen und mehr Frauen in der Wissenschaft zu halten. Insbesondere für die naturwissenschaftlichen Fächer, weil wir finden, dass Frauen ohne Zweifel genau gleich gute Talente haben. Dass dem so ist, hat Juniorprofessorin Rektsee bereits unter Beweis gestellt und auch sie selbst zeigt sich von ihren Kolleginnen hellauf begeistert. Ja, also ich bin total zufrieden, muss ich sagen. Also ich fand, die Vorträge haben, glaube ich, alle total inspiriert, gerade von den Wissenschaftlerinnen hier an der Universität. Da so einen ehrlichen Einblick zu bekommen in die Karriere. Und das habe ich auch hinterher vieles Feedback bekommen, dass alle
also inklusive der PIs selber, das von sich gegenseitig sich sehr inspiriert gefühlt haben und es sehr wertvoll fanden, den Austausch heute. Zwischendurch auch mit ein paar Studenten geredet, die ich so finden konnte und denen hat es auch sehr gut gefallen. Und ihnen vielleicht ja sogar die Sorge davor genommen, den großen Wurf in der Wissenschaft zu wagen.